Sang- und klanglos ist die kleine Anfrage der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag zu den Nichtregierungsorganisationen, den NGOs und ihrer Finanzierung beerdigt worden. Um was es hierbei geht und was das Ganze mit dem Thema Auswandern zu tun hat, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher betrachten. Du weißt vielleicht, die CDU-Fraktion hat 551 Fragen hier im Rahmen einer kleinen Anfrage im Bundestag an die Bundesregierung gestellt. Da ging es im Tenor darum, ob diese NGOs in Deutschland eine sogenannte Schattenstruktur bilden. Das war die Wortwahl. Aber mit dem Thema hat sich dann niemand so wirklich auseinandergesetzt. Denn Merz und die Führungsriege der CDU haben aus dieser Anfrage dann Druck rausgenommen, um hier nicht die Koalitionsverhandlungen bzw. die Sondierungsgespräche mit der SPD zu gefährden. Denn man war ja auf Seiten der SPD ganz klar, dass man hier sich auf sehr dünnem Eis bewegt seitens der CDU. Und da ja die CDU der SPD komplett ausgeliefert ist in diesen Verhandlungen, hat natürlich Herr Merz relativ wenig Optionen. Man fragt sich natürlich, warum überhaupt die CDU diese Anfrage gestellt hat. Das Ganze war natürlich durch den Kettensägen Elon Musk hier inspiriert, der in Amerika USAID, also die Behörde für die Entwicklungshilfe der USA, praktisch komplett demoliert hat und praktisch die Behörde bzw. 83% der Behörde hier komplett runterzufahren. Natürlich macht USAID auch sehr gute Sachen, aber es gab da ganz krasse Auswüchse. Ich werde dir mal ein paar Programme hier vorlesen, gemäß der Website des Weißen Hauses. 1,5 Millionen Dollar wurden zur Förderung von Diversität, Gleichheit und Inklusion in serbischen Arbeitsplätzen und Geschäftswelten ausgegeben. 70.000 Dollar für die Produktion eines Diversitätsmusicals in Irland. 2,5 Millionen Dollar für Elektrofahrzeuge in Vietnam. 47.000 Dollar für eine Transgender-Oper in Kolumbien. 32.000 Dollar für ein Transgender-Comicbuch in Peru. 2 Millionen Dollar für Geschlechtsumwandlung und LGBT-Aktivismus in Guatemala. 6 Millionen Dollar zur Förderung des Tourismus in Ägypten. Hunderttausende von Dollar an gemeinnützige Organisationen, die mit Terrororganisationen zusammenarbeiten. Hunderttausende von Mahlzeiten, die an mit Al-Qaida verbundenen Kämpfern in Syrien ausgegeben wurden. Und so weiter und so weiter. Also diese Mittel von USAID flossen vielfach eben an sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die hier für solche Projekte Lobbyarbeit betrieben haben. Hier geht es natürlich im weitesten Sinne um Entwicklungshilfe und nicht direkt um NGOs, wie in der kleinen Anfrage der Bundestagsfraktion der CDU. Aber du weißt schon, auf was ich anspiele. Diese sogenannten Nichtregierungsorganisationen oder gemeinnützige Organisationen, die können schon ein ganz schöner Sumpf sein und das natürlich auch in Deutschland. Und vielfach ist das den Bürgern ja überhaupt nicht klar. Ein ganz bekanntes Beispiel ist natürlich das Rote Kreuz. Das Rote Kreuz wird ja von vielen hier für eine ganz wichtige moralische Instanz gehalten. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass das Rote Kreuz auch viel Positives bewirkt. Aber dennoch ist das Rote Kreuz eine knallharte Geldmaschine. Günther Wallraff, der Journalist, berichtete vor einigen Jahren in einer Dokumentation, dass das Rote Kreuz pro Blutreserve, das es verkauft, 145 Euro Gewinn macht. Und das ist jetzt schon eine Zahl, die ist einige Jahre alt. Und was kriegt der Blutspender? Naja, er kriegt vielleicht ein Wurstbrötchen für seine Blutspende. Und ihm wird suggeriert, dass er irgendwas Gutes tut, dass er hier wohltätig im Grunde genommen sein Blut spendet. Tatsächlich ist es aber eine Geldmacherei. Sicherlich als gemeinnützige Organisation macht das Rote Kreuz natürlich keine Gewinne, aber bei vielen dieser NGOs ist natürlich das Problem, dass ein sehr großer Teil der Spenden, die sie bekommen oder eben der Einkünfte, die sie erzielen, wie zum Beispiel über den Verkauf von Blutkonserven, dann in die Struktur investiert wird, also in die Verwaltung der NGO, in die Verwaltung dieser wohltätigen Organisation. Hier werden dann teure Bürogebäude finanziert, hier werden dann teure Gehälter finanziert, de facto, hier wird ein riesiger Verwaltungsapparat finanziert, tausende Mitarbeiter, sodass man vielfach eigentlich gar nicht weiß, wie viel von der eigenen Spende dann tatsächlich hier Bedürftigen zugutekommt. Das ist ja ein großes Problem hier bei den Kirchensteuern in Deutschland zum Beispiel. Und ich sage das als jemand, der jetzt hier gerade der katholischen Kirche sehr nahe steht. Weißt du, für was die Kirchensteuern ausgegeben werden? Du denkst vielleicht Altenheime und so weiter. Nein, dafür bezahlen die Pflegekassen oder die Sozialhilfe.
Du denkst vielleicht die Kindergärten? Nein, die Kindergärten, die kirchlichen auch nicht, die werden vom Staat finanziert. Der Staat ist für die Kinderbetreuung verantwortlich und er finanziert kirchliche wie auch staatliche Kindergärten. Dann denkst du vielleicht, dass die Bischöfe und Priester hier bezahlt werden von der Kirchensteuer. Auch das stimmt nur zum Teil. Viele Bischöfe werden ebenfalls vom Staat bezahlt. Oder du denkst vielleicht, dass die Kirchensteuer hier für den Erhalt der zweifellos wunderschönen Kirchen, wie zum Beispiel dem Kölner Dom, hier verwendet wird. Auch das nur zum Teil richtig. Denn vielfach gehören die Kirchen gar nicht mehr der Kirche, sondern dem Staat oder der Gemeinde und dann bezahlen diese zu einem großen Teil den Unterhalt. Für was wird also die Kirchensteuer tatsächlich verwendet? Tja, das ist eine gute Frage, denn der Service der Kirchen in Deutschland ist ja auch nicht besonders gut. Wenn du einer katholischen Beerdigung in Deutschland beiwohnst, musst du ja froh sein, wenn hier ein Priester diese Beerdigung zelebriert, wenn du Glück hast, vielleicht noch eine Nonne oder ansonsten irgendeine Pastoralreferentin. Der gerade Verstorbene würde sich sicherlich im Sarg umdrehen, wenn er das wüsste. Natürlich gibt es hier Veröffentlichungen der Kirchen, für was sie so ihre Kirchensteuergelder ausgeben. Aber mein Eindruck ist, dass das alles ziemlich intransparent ist und dass man auch hier, ähnlich wie beim Roten Kreuz und anderen gemeinnützigen Organisationen vor allen Dingen für den Verwaltungsapparat, also praktisch hier eine quasi Schattenstruktur, genau, ich verwende den Begriff, eine sozusagen parallele Beamtenstruktur hier in der Verwaltung der Kirchen, Ordinariate etc. letztlich diese Kirchensteuergelder ausgibt. Nicht für das, was du und ich denken. Und wenn du deine Kirchensteuer bezahlst, dann denkst du vielleicht, naja, das kommt dann irgendwo hier der Allgemeinheit zugute oder den Bedürftigen. Aber wie gesagt, ich würde mir das genau anschauen. Meiner Meinung ist das nicht so. Damit bezahlst du ja die fetten Betriebsrenten dieser Angestellten im kirchlichen Dienst. Das kommt vielfach nicht den Bedürftigen zugute. So ist jedenfalls mein Eindruck. Aber du musst dich hier sicherlich selbst nochmal genau mit dem Thema befassen, wenn dich das interessiert. Ich lebe ja nun schon seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland und in den USA gibt es eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche. Dort bekommen die Kirchen kein Geld vom Staat und müssen sich selbst finanzieren über Spenden. Wäre das nicht auch der richtige Weg in Deutschland? Wenn das ganz für dich ein interessantes Thema ist, dann geh mal in den USA in so einen Gottesdienst rein, egal welcher Konfession. Ich rede jetzt hier nicht nur von irgendwelchen Superkirchen in Texas, so ganze Sporthallen, wo dann so ein charismatischer Pastor vorne steht. Nein, geh mal in eine ganz normale Kirche oder rein und du wirst dort sehen, was da den Menschen eigentlich wirklich geboten wird. Eine wirklich gute Show, kann man sagen. Etwas Lebhaftes, da ist Leben drin, da sind viele junge Leute, da ist Engagement, da ist Begeisterung, ja, und alles, was du so nicht kennst letztlich, gerade aus Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern. Und deswegen denke ich, dass eine solche Kettensägenaktion wie hier durch Musk in den USA auch mal in Deutschland interessant wäre, um mal radikal wirklich dort aufzuräumen, wo überall hier Steuergelder verschwendet werden. Wo man sich dann fragen will, zum Beispiel, ob die Kirchensteuer noch zeitgemäß ist, ob es noch zeitgemäß ist, hier so viel im Grunde genommen für die Entwicklungshilfe auszugeben, wie man es momentan tut. Wo auch die Arbeit der NGOs einmal genau unter die Lupe genommen wird. Wo verhindert wird, dass der Staat hier in irgendwelche verrückten Projekte investiert. Aber wir wissen beide, dass das sehr unwahrscheinlich ist und es höchstwahrscheinlich nie dazu kommen wird. Daher musst du jetzt für dein eigenes Leben entscheiden, wie lange du noch bereit bist, diesen ganzen Schlamassel hier mit zu finanzieren mit deinen Steuergeldern. Also aus der Kirche kann man ja wenigstens austreten und dann muss man die Kirchensteuer nicht bezahlen. Aber der Verschwendung anderer Steuergelder bist du ja leider dennoch ausgeliefert. Und da gibt es ja so viel Intransparenz. Und wenn man mal versucht, ein bisschen Klarheit hier reinzubringen, wie es jetzt ja die CDU-Fraktion hier getan hat, da muss man also schon Schlimmes befürchten, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn du mal ein bisschen weiter hier noch nachforscht und dir mal die ganzen Beispiele vor Augen schaust, die ich dir jetzt genannt habe. Wäre es da nicht gut, in einem anderen Land zu leben, vielleicht in einem kleinen Land, in dem die Steuern nicht sehr hoch sind, wo der Staat hier gar keine Möglichkeiten hat, so große Eskapaden zu machen, weil er gar nicht genügend Geld dafür hat. Ich rede jetzt natürlich nicht von der Schweiz. In der Schweiz gibt es genau das gleiche Problem. Wir waren jetzt ja hier schon mehrfach mit Mandanten in Sansibar, in Tansania. Glaubst du, dass dort in der Staatskasse Geld vorhanden ist, um hier solche Liebhaberprojekte zu finanzieren? Wahrscheinlich gibt es auch dort Verschwendung und Bestechung und Korruption, keine Frage. Aber wenigstens kann man sagen, dass wenn du nur sehr geringe Steuern bezahlst, es dir im Grunde genommen egal ist. Soll das Land, wo du wohnst, mit den geringen Steuern, die du bezahlst, ruhig machen, was es will. Und du wohnst dann eben nicht mehr in einem Land, wo du 30, 40, 50 oder 60% insgesamt an Steuern und Abgaben bezahlst deines Einkommens. Und du stehst machtlos der Geldverschwendung gegenüber. Und weil sich der Staat in Deutschland eben nicht mehr um seine Kernaufgaben kümmert, als zum Beispiel Verteidigung und Schutz des Eigentums,
Rechtsordnung und so weiter und so fort, sondern sich hier ideologisch vollkommen hier verrannt hat, wird hier eben vielfach in Projekte investiert, die kein Bürger so mittragen würde. Aber wie gesagt, du wirst daran nichts ändern können. Aber was du machen kannst, ist für dein Leben zu entscheiden, dass du das Ganze nicht mehr mitmachst und du verlässt das Land. Darüber solltest du einmal nachdenken. Ich würde mich freuen, zu diesem Thema mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland auszuwandern, sich dort steuerlich zu optimieren, diesen ganzen Popanz nicht mehr mitzumachen. Nicht mit meinem Geld ist das Motto sozusagen. Wer da bleiben will, der kann es machen. Der soll gerne dieses ganze Theater mitfinanzieren, aber nicht mit meinem Geld. Ich bin schon seit 25 Jahren gegangen. Ich würde dir raten, das Gleiche zu tun. Es ist ein Befreiungsschlag. Man kann es nicht anders beschreiben. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.